Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir erzählen, warum die Blockflöte eigentlich Blockflöte heißt. Auf die Frage, warum eine Blockflöte Blockflöte heißen könnte, höre ich oft, dass sie aus einem Block Holz geschnitzt sei. Dies ist schon deswegen problematisch, weil wir ja auch Plastikblockflöten kennen. Mit diesem Altblockflötenkopf möchte ich euch jetzt zeigen, wie die Blockflöte zu ihrem Namen kommt. Jetzt merken wir, da kommt überhaupt kein Ton raus. Aber warum? Schauen wir sie uns einmal genauer an. Da ist ein großes Loch und es ist eigentlich nicht dort. Normalerweise ist dieses Stück Holz an genau dieser Stelle. Da drin steckt dieses Ding wie ein dicker Felsblock. Allerdings ist es diesmal ein Holzblock. Und wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, merkt ihr vielleicht, ein Holzblock. Jede einzelne Blockflöte hat dieses kleine Stück Holz. Manchmal ist es größer, manchmal ist es kleiner. Wir wissen ja schon, es gibt unterschiedlich große Blockflöten. Und bei den großen Blockflöten ist der Block natürlich etwas größer. Dieser Block ist dafür da, um der Luft den Weg zu versperren. Denn die Luft soll zwar hier oben in die Blockflöte hinein, aber sie soll auch zu einem großen Teil hier wieder rauskommen. Und das macht sie nicht, wenn sie hier so viel Platz hat, dass sie einfach ganz problemlos bis hier unten kommt. Deswegen gibt es dieses Stück Holz, den Block, und der versperrt den Weg und macht hier nur einen ganz kleinen Spalt, den ihr hoffentlich gut sehen könnt. Und mit diesem Spalt wird die Luft genau auf diese Kante gelenkt und kann hier zum Teil hinauswirbeln und zum anderen Teil durch die Flöte durchwirbeln. Weil es hier oben in diesem Spalt durch die ganze Luft recht windig wird, wird er auch Windkanal genannt. So, ich habe gesagt, jede Blockflöte hat diesen Block. Dann schauen wir uns das doch mal an. Das Garklein, hier seht ihr einen Block. Auch die Sopranino-Blockflöte hat hier deutlich einen Block zu sehen. Die Sopranblockflöte, bei der Altblockflöte haben wir es eben schon gesehen. Die Tenorblockflöte. Und jetzt kommen wir noch zur Bassblockflöte. Sieht nicht so aus, als hätte sie einen Block. Warum dann Blockflöte? Hier oben diese Kapsel, die mit dem Rohr verbunden ist, kann man abschrauben. Und dann sehen wir auch hier unseren Block. Damit du es dir besser vorstellen kannst, wie es in so einer Blockflöte im Inneren aussieht, zeige ich dir jetzt noch ein Bild dazu, die quasi eine Blockflöte einmal in der Mitte durchgeschnitten zeigt. Dann kannst du dir den Block auch von der Seite ansehen. Du siehst also hier den Windkanal noch einmal, diesen schmalen Spalt zwischen Block und Restflöte. Du siehst auch den Block selber und du siehst die Kante, auf die die Luft treffen soll, damit sie sowohl nach außen gewirbelt wird, als auch in die Flöte hinein. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video wieder etwas Neues über die Blockflöte erzählen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Mach's gut!